SCP Object Quick Fact: SCP-013 Blue Lady Zigaretten. SCP-013 wirkt auf den ersten Blick harmlos. Ein Stapel Zigaretten, markiert mit dem Namen Blue Lady. Doch wie so oft bei der Foundation ist es genau diese Harmlosigkeit, die täuscht. Die Verpackung ist unspektakulär, die Zusammensetzung unauffällig. Keine Anomalien im Material, keine exotischen Substanzen. Und trotzdem verändert SCP-013 Menschen auf eine Weise, die tiefer geht als jeder Nikotinentzug. Wer eine dieser Zigaretten raucht, entwickelt eine mentale Verschiebung der Selbstwahrnehmung. Innerhalb von Minuten beginnt der Betroffene, sich selbst als junge Frau zu sehen, unabhängig vom eigenen Geschlecht, Alter oder Aussehen. Betroffene beschreiben diese Frau erstaunlich identisch. Blaues Kleid, schmale Statur, blasse Haut, dunkles Haar. Eine Figur, die sich tief in das Selbstbild hineinfrisst, als wäre sie ein fremdes Abbild, das sich über die Identität des Rauchers legt. Das Interessante: die Veränderung ist nicht physisch. Der Körper bleibt gleich. Aber der Geist akzeptiert das neue Selbstbild ohne Widerstand. Spiegelbilder werden verzerrt wahrgenommen, Fotografien werden uminterpretiert. Die Betroffenen erkennen sich selbst nicht mehr. Und das ist der gefährlichste Aspekt. Denn Identität ist für das Denken das, was Fundament für ein Gebäude ist. Wenn es bricht, stürzt das innere Gleichgewicht ein. SCP-013 zwingt niemanden weiter zu rauchen. Doch viele tun es. Nicht aus Nikotinabhängigkeit, sondern wegen des Gefühls, jemand anderes zu sein. Jemand, der nicht mit den eigenen Fehlern, Ängsten und Erinnerungen leben muss. Ein stiller, aber mächtiger psychologischer Sogenannter. Wer war die Blue Lady? Es gibt Hinweise darauf, dass sie real war oder jemand, der sich selbst verloren hat. Vielleicht ein Knotenpunkt einer Identität, die nie existierte. Eine alte Werbefigur, eine urbane Legende, eine mimetische Projektion, die langfristig ein Eigenleben entwickelte. Die Foundation verwahrt SCP-013 streng isoliert. Nicht, weil es tödlich wäre, sondern weil Identität einer der empfindlichsten Punkte des menschlichen Geistes ist. Und weil niemand weiß, was passieren würde, wenn jemand lange genug raucht, um vollständig zu ihr zu werden.